Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident und heute sprechen wir darüber, welche Holstermodelle und Magazintaschen gibt es eigentlich alle bei Black Trident, der totale Überblick. Alles, was du dazu wissen musst, erfährst du jetzt. Bevor ich über die Holstermodelle im Detail spreche, möchte ich aber kurz über Black Trident Holster allgemein sprechen. Und dazu nehme ich jetzt einmal das Tor-Holster als Beispiel. Generell, wie hat unsere Geschichte bei Black Trident eigentlich angefangen? Das Ding ist, wer sich Waffen aufbaut, Teile dran baut und Co. Es gibt extrem viel Unsicherheit, wenn du ein Holster online kaufst. Passt das für meine Optik? Passt das für meine Anbauteile? Wie ist das, wenn ich mit verschiedenen Waffensystemen, mit unterschiedlichen Schlittenlängen? Und genau diesem Problem haben wir uns bei Black Trident angenommen. Ich sage immer zu Kunden, das ist das letzte Holster, was du dir kaufen wirst, weil wir haben an alles schon gedacht. Und gerade hier, ich habe hier jetzt eine Glock 19 mit Kompensator. Schauen wir uns einmal die Features im Detail an. Egal welches Holster du dir bei uns holst, alle unsere Holster sind kompatibel mit Rotpunktoptiken. Das heißt, du hast auch hier bis hin zum Trijicon SRO, wie auf dieser Waffe, alle Möglichkeiten, deine Waffe in unserem Holster zu führen. Das nächste, was wir haben, ist, wer mit Rotpunktoptiken arbeitet, der hat oft das Problem, dass die Standardvisierung zu niedrig ist. Und genau das ist auch hier wieder das Ding, daran haben wir natürlich schon gedacht. Alle unsere Holster sind kompatibel mit Schalldämpfervisierungen und haben einen erhöhten Visierkanal. Das nächste Feature, was ihr seht, das seht ihr hier schon klar bei mir. Bei mir ist der Kompensator, der steht sogar unten raus. Das hat den Grund, weil alle unsere Holster ein Open Muzzle Design featuren. Das heißt, du kannst hier auch super ab Werk mit Anbauteilen wie Kompensatoren, Mündungsbremsen und Co. arbeiten. Das nächste, was wir haben bei all unseren Holstern ist, der Ziehwiderstand ist immer einstellbar. Das heißt, du kannst wirklich kontrollieren, wie fest soll die Waffe im Holster drin halten und wie leicht soll sie rausziehbar sein. Das erfolgt immer über verschiedene Schrauben, die an jedem Holster sind. Auf das komme ich gleich noch im Detail. Im Bereich hier zwischen Griffstück und der Holsterkante ist immer ca. 30 mm Platz. Das hat den Grund, dass du auch im Winter mit Handschuhen gleich beim ersten Griff ein vollwertiges Griffmuster aufbauen kannst. Des Weiteren sind im Holster drinnen auch schon Anbauteile mit eingearbeitet wie Extended Slide Releases, also vergrößerte Verschlussfanghebel, und der Magazinauslöseknopf, der ist bei allen unseren Holstern frei, dass du eben auch mit vergrößerten Magazinauslöseknöpfen arbeiten kannst, und vor allem kannst du auch das Magazin aus der Waffe herausnehmen, wenn die Waffe geholstert ist. Das ist sozusagen ein kleiner Überblick über Features, die alle unsere Holster haben. Und genau das ist das Ding, Leute, das letzte Holster, was ihr euch kaufen werdet, weil wir haben an alles schon gedacht und sind mit allem voll kompatibel. Aber schauen wir uns jetzt einmal jedes Holstermodell im Überblick an, weil für viele ist es oft unklar, hey, was gibt es eigentlich alles bei Black Trident und was soll ich mir kaufen? Und dazu hole ich mir jetzt mal kurz alle Holster von dort hinten. Generell, wenn wir über unsere Holster zu sprechen beginnen, dann unterscheiden wir zuerst mal zwischen zwei Arten. Auf der einen Seite habe ich OWB oder OWB, Outside the Waistband. Das heißt, es sind Holster, die ganz klar außerhalb des Hosenbundes getragen werden. Im Gegensatz dazu gibt es IWB, also IWB, Inside the Waistband Holster. Inside the Waistband Holster, das sind Holster, die innerhalb des Hosenbundes sozusagen verdeckt getragen werden. Und jetzt fangen wir einmal mit den Outside the Waistband Holsterarten an. Wenn man die Holster gruppiert bei den Outside the Waistband Holstern, dann habe ich einmal Tor, Tor Duty Plus und das Loki Holster. Diese drei Holster, die kann man sozusagen als ein und dieselbe Art, aber mit unterschiedlichen Features beschreiben. Der Klassiker für Leute, die sagen, ich will sportlich schießen, taktisch schießen, Verteidigung schießen, das ist das Tor-Holster. Beim Tor-Holster handelt es sich eben um ein klassisches Level 1 Holster. Das heißt, dass die Waffe über den Ziehwiderstand drinnen hält und dass ich hier eben wirklich gut daraus arbeiten kann und eben auch auf Speed optimieren kann. Dann gibt es die Entwicklung darüber sozusagen, das ist der Tor Duty Plus. Beim Tor Duty Plus, da handelt es sich um ein sogenanntes Level 2 Holster.
Bei Level 2 Holster, das sind die unterschiedlichen Sicherungslevel, man kann dieses Spiel bis ins Endliche spielen. Je mehr Sicherheitsmechanismen man überwinden muss, um die Waffe zu ziehen, umso mehr Levels hat man. Jetzt natürlich für jeden die Frage, hey, brauche ich das, wenn ich taktisch, sportlich schießen gehe, Verteidigung schießen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nämlich bei den Level 2 Holstern, da geht es eben darum, dass mir eine fremde Person nicht die Waffe entreißen kann. Und das ist eben gerade für alle interessant, die eben, sage ich mal, im behördlichen Bereich, ob es polizeilich oder militärisch arbeiten, interessant ist. Also das ist der Unterschied zwischen Tor und Tor Duty Plus. Hier ganz nochmal klar, wir haben auch Videos zu jedem dieser einzelnen Holstermodelle. Überlegt euch wirklich, was möchte ich damit machen und welche Features brauche ich wirklich. Das nächste Holster, das wir haben, das ist das Loki-Holster. Wenn man sich das Ganze jetzt im Vergleich anschaut zum Tor-Holster, dann sieht man, dass ja einige Features anders sind, also auch von der Ausgestaltung ist das sozusagen etwas kompakter. Und das hat den Grund, dass das Loki-Holster, das ist das Holster, wenn es darum geht, ich möchte IPSC schießen. Weil hier sind einige Features, wie zum Beispiel auch hier im Bereich des Trigger Guards, wo eben hier direkt sozusagen die Kantenführung genauso ist, dass ich, wenn ich die Waffe ziehe, direkt auf das Griffstück komme. Und diese drei Holster, die verfügen eben auf der Rückseite über ein Bohrungssystem, wodurch ihr diese Holster, also Tor, Tor Duty Plus und Loki, auf verschiedene Montagen anbringen könnt. Ob das jetzt High, Mid oder Lowride ist, das hängt voll von euren Präferenzen ab, was ihr tun möchtet. High-Ride-Systeme ist, wo das Ganze auf Gürtelhöhe sitzt. Ich zeige das mal hier mit dem Holster. Wo das Ganze auf Gürtelhöhe sitzt. Mid-Ride ist ca. 10 cm weiter unten und Low-Ride, das ist knapp über den Knie. Auch dazu gibt es ein eigenes Video zu diesen Montagearten und was da eventuell auch für euch die beste Wahl ist. Jo, also das sind mal diese drei Holster outside the waistband, die ganz klar für diesen Einsatzzweck taktisch-sportliches Schießen, Verteidigungsschießen sind. Und natürlich auch im Tor Duty Plus für diesen behördlichen Bereich. Jetzt kommen wir dann dazu, das ist eines unserer beliebtesten Holstermodelle, gerade bei Behörden. Das ist nämlich ein ziviles Holster, was eben outside the waistband ist, aber eben diesen verdecktes Tragen-Charakter mit beinhaltet. Das ist unser Raven Holster. Beim Raven Holster, das schauen wir uns jetzt auch mal im Detail an, ist es eben so, dass das eben super krass geformt ist. Man sieht, ich habe ja wirklich eine krasse Rundung und es ist eine spezielle Winkelkombination, die wir eben sozusagen evaluiert, getestet und das ist sozusagen das wirklich das Optimum, was man hier rausholen kann. Und dadurch legt sich dieses Holster nahe an die Hüfte an und ich kann dieses Holster perfekt auch unter Jacken, unter Kleidung tragen, ohne dass hier die Waffe sozusagen auffällt. Und das ist sozusagen das Ding, was auch bei vielen europäischen Polizeieinheiten als ziviles Holster eingeführt ist. Jo, hier ist jetzt natürlich die Sache, wenn ich jetzt habe zwischen Tor Duty Plus, Loki und Raven, hier ist eben nochmal, wie gesagt, das ist auch ein voll legitimes Holster, man sagt, das ist das nehme ich zum sportlich Schießen, taktisch Schießen, Verteidigungsschießen. Optimal nochmal dafür, aufgrund der Montagemöglichkeiten, ist eben diese Holstergruppe, die ich euch als erstes gezeigt habe. Ja, das war jetzt mal outside the waistband. Also alle Holster, die ganz klar außerhalb des Hosenbundes getragen werden. Kommen wir jetzt zum nächsten Ding, das ist nämlich inside the waistband. Inside the waistband, wir erinnern uns, das ist das, wo ich die Holster mit der Waffe innerhalb des Hosenbundes trage. Das heißt, dass ich das Ganze verdeckt tragen möchte. Und hier gibt es eben bei uns zwei Holstermodelle, das Viking Holster und das Guardian Holster. Beim Viking Holster ist es so, das ist eben ein auf minimales Volumen optimiertes Holster. Warum ist minimales Volumen so interessant? Weil ich dadurch eben sehr wenig sozusagen Platz in meinem vorderen Bereich oder auch egal, wo ich das Holster trage, einnehme mit der Waffe und dem Holster. Wir schauen uns jetzt auch das gleiche mal mit dem an. Und auch hier, das ist auch wieder super spannend, ist man wieder voll kompatibel. Man hat dieselben Features, wie ich euch ganz am Anfang des Videos gezeigt habe. Und das ist eben das, was unsere Holster auch so besonders macht, weil wir eben an all diese Features, wo man normalerweise immer im Internet mega sucht, boah, passt das, ist das kompatibel? Und das haben wir alle schon gedacht. Cool. Schauen wir uns das Viking Holster einmal an. Beim Viking Holster,
wie ihr seht, das ist eben ein Holster, das wird innen getragen. Das heißt, ich kann das sowohl vorne eben auf 12 Uhr tragen, aber eben auch auf verschiedenen Positionen rund um meine Hüfte. Was beim Viking Holster eben auch wieder ist, ich habe wieder Kompatibilität und Co. Ich habe hier, das kommt Standard ab Werk, immer eine sogenannte Concealment Claw. Ihr kriegt auch im Lieferumfang mit sozusagen die Schrauben, falls ihr das nicht möchtet. Und das hat eben den Sinn, dass die Waffe beim Tragen, das Griffstück der Waffe, näher zum Körper gedrückt wird und ihr dadurch den Print an der Kleidung nochmal verringern könnt. Beim Viking Holster ist auch spannend, es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten. Hier habt ihr auch beim Konfigurieren des Holsters eine wirklich breite Auswahl an Montagen. Da auch mein Tipp, probiert verschiedene aus. Es ist oft super spannend, wie Montagen auch meinen Tragekomfort bei unterschiedlichen Kleidungsstücken verändern. Ja, und ich kann auch hier beim Viking Holster, kann ich eben das Ganze auch im Winkel tragen. Ich kann auch die Höhe des Holsters an meiner Hüfte sozusagen verstellen. Und das sind so einige Features, die das Viking Holster eben besonders machen. Ja, dann das nächste Holster, was ich habe, das ist das Guardian Holster. Beim Guardian Holster, da handelt es sich um eine Verbindung zwischen einem Pistolenholster und einem Magazinholster. Das heißt sozusagen, ich habe beides in einem und das ist klar ein Holster, was Appendix, das heißt, das nennt man immer, wenn man das im vorderen Bereich vor dem Becken führt, das ist ganz klar so eine Holsterart. Wir schauen uns das auch einmal an. Ihr seht jetzt hier, das wäre jetzt für eine Glock 26 sozusagen ein Holster. Und ich habe hier jetzt eben das Ding, dass ich eben die Waffe plus das Magazin hier drinnen habe. Beim Guardian Holster ist es so, ich habe hier zwei Montagepunkte, wo ich eben das Ganze auf der linken als auf der rechten Seite beim Gürtel einfädeln kann. Es gibt auch hier die Möglichkeit, das Ganze für 40 mm und für 45 mm Gürtel auszulegen oder auch natürlich mit Montagen, die direkt auf der Kleidung eingreifen. Auch hier habe ich wieder ab Werk einen Concealment Ring dabei. Das heißt, ich habe wieder dieselbe Funktion, dass das Griffstück näher zum Körper gedrückt wird. Was den Guardian auch noch ziemlich cool macht, und das ist etwas, das haben wir seit es das Modell gibt, ist, dass in der Mitte ein flexibles Element ist. Das ist nämlich insofern interessant, weil nämlich das natürlich, wie ihr euch bewegt und Co., auch wenn ihr euch zum Beispiel hinsetzt und Co., eure Innereien, die drücken manchmal den Bauch etwas raus. Und hier hat man wirklich das Ding, dass das Ganze sich flexibel anpasst und hier sozusagen das Holster nicht versehentlich aus der Hose irgendwie rausrutscht oder sich von der Position wegbewegt, wo ihr es platziert habt. Ja, und das ist eigentlich so das Holster. Die Leute fragen immer, okay, was sollte ich wählen, Viking oder Guardian? Grundsatzding mal, je kleiner die Waffe ist, umso besser ist natürlich das Concealment Level. An sich, es kommt auf den Körpertyp an. Ein Guardian Holster, hier muss man sozusagen eher klar auch noch ein bisschen breiter gebaut sein, sage ich jetzt mal, von der Hüfte. Also wenn man sehr schmal ist, ist das Guardian Holster eindeutig schwieriger zu verstecken als das Viking Holster. Aber du kannst deinen Körper am besten, du weißt ganz genau, was du für Kleidung anziehst, auch nochmal ein wichtiger Faktor beim Verdecktragen. Und hier würde ich mir eben noch Gedanken machen, was wirklich für dich das Richtige ist. Jo, also das sind jetzt mal die Holster. Ich wiederhole noch mal kurz alle, nochmal ein Wrap-up. Also wir haben Thor Holster, Thor Duty Plus, Loki, Raven und hier haben wir noch Viking und Guardian. Jetzt ist dann natürlich das Ding, hey, was für Magazintaschen kann ich noch wählen? Hier habe ich jetzt einmal sozusagen die gesamte Suite an Magazintaschen, die es bei uns gibt. Ich habe auf der einen Seite mal den Single Mag Carrier. Der Single Mag Carrier, der ist dafür da, um outside the waistband ein Magazin aufzunehmen. Beim Single Mag Carrier kann ich im Vergleich zum Double Mag Carrier den Winkel sehr gut einstellen. Das heißt, wenn dir eine Winkelverstellung wichtig ist beim Magazin, dann würde ich eher zum Single Mag Carrier greifen. Hier seht ihr auch ein super klassisches Setup. Das ist auch das, was wir vielen Leuten empfehlen. Ein Double Mag Carrier und ein Single Mag Carrier. Das nächste, was ich hier noch habe, das ist unser Rifle Mag Carrier. Ein Rifle Mag Carrier, den gibt es auch für viele verschiedene Gewehrmagazinstaschen. Schaut auch da auf jeden Fall vorbei. Und jede dieser Magazine hat auch eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten. Also egal, ob ihr das Standalone mit einem normalen Hosengürtel verwendet, bis hin so wie hier mit einem Range Belt. Wir haben da auf jeden Fall für euch die passende Lösung. Das waren sozusagen jetzt die Outside the Waistband Mag Carrier. Und natürlich gibt es auch noch einen Inside the Waistband Mag Carrier, unseren X-Carrier.
Bei dem ist eben auch noch besonders, dass der eben darauf optimiert ist, dass man mit dem Finger möglichst nah an die Patronenspitze kommt, und den gibt es eben auch für verschiedenste Magazine und mit unterschiedlichen Montagen. Ja, und das war eigentlich alles, was ihr so als Überblick mal über das Black Trident Holster und Neckcarrier Lineup wissen müsst. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie super gerne hier unten in die Kommentare, und da würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.